Hallo und herzlich willkommen zu Bike Ergonomics. Sehr viele Radfahrer klagen über einschlafende Hände und kribbelnde Finger. Mit ergonomischen Griffen kannst du solche unangenehmen Beschwerden vermeiden. Ergonomische Griffe spielen eine sehr wichtige Rolle, wenn du auf deinem Fahrrad maximalen Fahrspaß ohne Probleme genießen möchtest. Einblicke in die sehr aufwendige Entwicklung hochwertiger Griffe geben uns heute zwei Spezialisten aus dem Entwicklungsteam von Ergon. Ja, zu meiner Seite Juan Jiménez, du bist Produktdesigner, und neben dir Dr. Kim Tofauti, Spezialist für Ergonomie. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Danke. Hallo Volker, hallo zusammen. Ja, Kim, ergonomische Griffe sind ja weit verbreitet mittlerweile. Welche Vorteile hat das? Ja, es gibt schon viele Griffe, aber ich sehe auch immer noch Fahrräder, die keine ergonomischen Griffe haben, weil manche sehen auch nur so aus, als wären sie ergonomisch, und ich würde sagen, die sind nur so mittelprächtig. Aber du hast recht, wenn man ergonomische Griffe benutzt, dann hat man einfach weniger Beschwerden in den Händen, weil das ist etwas, was so jeden Zweiten eigentlich trifft. Irgendwann schlafen die Hände ein oder man hat Schwielen, Blasen an den Händen, und das kann man wirklich vermeiden durch gute Griffe. Ja, Kim hat das hier eben schon angedeutet. Es werden immer mehr Fahrräder verkauft. Die Fahrräder werden auch immer hochwertiger, vor allem auch durch den E-Bike-Boom. Das heißt nicht automatisch, dass da immer automatisch ergonomische Griffe schon serienmäßig drauf sind. Ist das richtig? Ja, ist leider so. Muss nicht unbedingt sein, dass es bei hochwertigen Rädern, die auch hochwertige Komponenten da drauf geschraubt werden. Deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man sich das auch nachträglich aussucht. Kim, was bedeutet eigentlich genau ergonomisch? Ja, der Begriff Ergonomie ist ein Kunstbegriff aus dem Griechischen, bedeutet die Wissenschaft von der Arbeit. Man könnte auch sagen, wie kann man das Radfahren optimal gestalten? In diesem Fall, wie kann man optimal greifen und das Rad steuern? Das heißt also, dass du als Designer bei der Griffentwicklung nicht nur auf die Ästhetik, das heißt auf eine schöne Optik achtest, sondern auf einige andere Dinge mehr. Wie gehst du vor? Ja, also die Ästhetik ist auf jeden Fall ein wichtiges Komponent in dem Ganzen. Es ist trotzdem nicht das Einzige, ne? Also man muss schon darauf achten, dass bestimmte Funktionen, also ergonomische Vorgaben erfüllt werden. Von der Technik muss es auch alles stimmen. Und Optik im Sinne von Semantik würde ich das eher beschreiben. Also das Produkt muss ja kommunizieren, was es kann. Mhm. Ihr arbeitet in einem Team in der Entwicklung. Welche Disziplinen sind da versammelt, Kim? Ja, also die Designer, würde ich sagen, ist auf jeden Fall die Königsdisziplin. Und wir als Ergonomen geben natürlich dann unsere ergonomischen Wünsche, die wir gerne hätten, Griffigkeit, Dämpfung, und das wird dann zum Beispiel in Textur und Materialien umgesetzt. Ja, das heißt, die kommen dann zu dir, die sagen hier, das stellen wir uns vor. Juan, mach mal. Nee, eben nicht. Also das ist auf jeden Fall nicht so ein unidirektionelles Prozess, sondern das ist wirklich dann erstmal lebendig und auch interdisziplinär. Bedeutet, dass dass alle Disziplinen an einem Tisch sitzen und kontinuierlich oder ständig die Entwicklung betreuen. Ja, und ich sehe hier ganz viele verschiedene Griffe. Das ist ja klar, dass es nicht einen Griff für alles gibt. Ja, leider nein. Also man kann natürlich zum Beispiel so einen Griff hier mit einem Flügel schon auch auf dem Mountainbike einsetzen, aber dann ist das besser geeignet für Mountainbike-Touring. Da wird das Handgelenk stabilisiert, man hat eine große Auflagefläche, das entlastet die Hand. Das heißt, so ein Griff ist optimal für den Komfort. Wenn wir jetzt so einen Griff hier, so einen runden Griff nehmen, auch der hat eine anatomische Form, sodass der mit wenig Kraft gegriffen werden kann, hat aber viel mehr Griffigkeit und sorgt für eine optimale Performance, gerade bei Abfahrten und bei Sprüngen. Juan, gehen wir mal ins Nähkästchen des Designers. Ich sehe hinter dir diverse Skizzen, Zeichnungen und hier vor dir eine Reihe von vorne ein bisschen ungewöhnlich aussehenden Entwicklungsstadien. Erzähl doch mal, ja. Ja, in der Regel, also das muss man schon sagen, das ist sehr unterschiedlich, je nach Projekt. Aber in der Regel entsteht ein Produkt am Anfang, wenn man Informationen sammelt, Recherche, und dann führt das dazu, ein Briefing zu erstellen, wo die unterschiedlichen Vorgaben definiert werden, eben aus der Ergonomie,
aus der Technik und auch vom Design her. Und dann kann man wirklich, wenn das alles festgelegt ist, fängt man an dann mit Konzeption. Bedeutet in Form von unterschiedlichen Skizzen, 2D-Skizzen per Hand oder digital auch, geht natürlich. Und so entwickelt sich das auch weiter in handgemachte Modelle, die vielleicht einfach nur so ein bisschen grob sind, so mit so Spachtelmasse zum Beispiel, oder eben mit Materialien, die etwas fester sind, wo man vielleicht etwas akkurater sein kann mit der Form. Das kann auch dann, das wird dann auch in CAD-Modelle umwandeln, wo man nicht nur halt die Form jetzt abstimmt, sondern auch ganze Texturen, die auch je nach Einsatzbereich dann auch unterschiedlich sind. Und das werden wir auch mit einem 3D-Drucker gestalten. In-house haben wir eine Fräse. Und ja, so können wir halt komplexere auch Prototypen gestalten, die uns helfen, wirklich das beste Produkt zu gestalten am Ende. Ja. Das heißt, alle diese Prozesse passieren bei Ergon direkt im Unternehmen. Ja, ist richtig. Und gibt es dann verschiedene Versionen von einem Griff, der dann getestet wird? Oder wie ist dann in der Praxis die Testphase? Die Testphase, es ist sehr unterschiedlich, auch vom Projekt her, aber in der Regel haben wir schon mehrere Loops, Entwicklungsstadien, wo man halt im Endeffekt das versucht halt zu optimieren. Ja. Wir sind ja auch selber passionierte Biker, wir fahren selber viel und dann fahren wir natürlich selber die Griffe und schauen, ob uns das schon gefällt. Und wir haben sehr viele externe Tester, sowohl von Hobbyfahrern bis hin zu Profis und Weltmeistern. Und man sieht hier an solchen Griffen auch mal, wie stark die dann abgenutzt werden. Gerade so ein Profi kann die innerhalb von wenigen Wochen so runter rubbeln. Und dann sehen wir schon, ja, das funktioniert oder funktioniert nicht. Wie arbeitet ihr mit Materialien bei der Auswahl eines Materials? Ich sehe hier so einen Beutel mit einer für mich undefinierten Substanz. Ja, also wir haben diese Granulate und viele Materialien werden hier in Deutschland entwickelt. Der Vorteil ist einfach, dass wir ein viel besseres Material bekommen, was länger hält, was schadstofffrei ist. Und die Kommunikation in Deutschland ist dann auch sehr gut. Sind Schadstoffe, Schadstofffreiheit auch ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja viele, die das nicht mit Handschuhen anfassen. Und wenn man natürlich stundenlang fährt und Giftstoffe würden dann in die Haut gelangen, das wäre natürlich nicht gut. Man muss leider sagen, dass einige einfache Griffe Schadstoffe enthalten. Diese Griffe hier von Ergon sind alle schadstofffrei. Ja, die Frage aller Fragen ist für mich, vielleicht für euch auch, wie komme ich denn jetzt an den richtigen Griff für mein persönliches Fahrrad? Gut, es gibt eine unglaublich große Auswahl. Man kann schon so eine Kategorie bilden, dass man sagt, für einen bestimmten Radtyp nimmt man einen bestimmten Griff. Also wenn ich jetzt ein Tourenfahrer bin, dann würde ich hier so einen Flügelgriff nehmen, vielleicht sogar mit Barend. Wenn ich eher ein Downhill-Fahrer, Enduro-Fahrer bin, dann würde ich entsprechend dafür auch einen Griff nehmen. Bei Ergon ist das auch immer klassifiziert, sodass man da schon eine gute Vorauswahl treffen kann. Der zweite Schritt ist dann, zum Fachhändler zu gehen und die Griffe einfach mal anzufassen und auszuprobieren. Dann könnt ihr auch mal schauen, braucht ihr eher hier so einen großen Griff, der hat einen größeren Durchmesser oder einen kleinen Griff. Welcher liegt jetzt besser in der Hand? Also verschiedene Räder, verschiedene Einsatzzwecke ergibt eine relativ große Zahl an verschiedenen Griffen. Das ist ja irre. Wie lange dauert die Entwicklung eines Griffes, so von der ersten Idee, bis ich es dann tatsächlich im Laden kaufen kann später, durchschnittlich? Es ist, wie gesagt, wie du erwähnt hast, ist sehr unterschiedlich. Es kann auch stark variieren. Wenn es kurz ist, kann es sein, dass es in 8 Monaten ein Produkt fertig ist, weil es halt ein Update von einem bestehenden Produkt ist. Oder wenn es eine neue Konzeption ist, eine Neuentwicklung, wo es halt dann auch Recherche dazu stoßt, dann es kann auch höchstens 2 Jahre auch dauern. Ja, sehr interessant. Ich danke euch beiden. Dankeschön. Vielen Dank für heute. Fazit des Ganzen ist, sobald ihr merkt, dass die Hände einschlafen, dass irgendwas kribbelt oder sogar ihr Schmerzen habt, geht zum Fachhändler, lasst euch beraten. Und heute bei uns könnt ihr sogar 3 Ergon
Griffpaare, ergonomisch natürlich, gewinnen. Das heißt, aus dem gesamten Ergon-Portfolio könnt ihr euch dann einen Griff eurer Wahl aussuchen, wenn ihr gewinnt. Wie ihr das macht, was ihr machen müsst, erfahrt ihr hier bei uns in der Videobeschreibung auf YouTube. Solltet ihr noch Fragen haben an Juan, Kim oder auch eure persönlichen Probleme schildern wollen, könnt ihr es gerne auch hier tun in den Kommentaren bei YouTube. Ihr könnt uns aber auch direkt eine E-Mail schreiben an info@bikeergonomics.com. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und bleibt uns treu.